Herzlich willkommen, Bonsai-Freunde. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu My Trees in the Pot mit einem weiteren Video in der Folge Bonsai Basics. Und zwar möchte ich heute mit den Bonsai Basics das Thema Abmoosen behandeln. Ich weiß, im Vergleich zu den anderen Bonsai Basics Videos gibt es vielleicht mehrere Videos so im YouTube-Kosmos, wo dieses Thema schon mal behandelt wurde. Allerdings finde ich, dass das zur Ergänzung dieser Reihe auf jeden Fall dazugehört so ein bisschen. Und zumal möchte ich erstmal damit anfangen mit Bonsai Basics Abmoosen Laubbäume. Und was dann vielleicht interessanter ist, wo nicht so viele Videos zu gibt, also ich habe zumindest nicht viele gesehen, ist dann Koniferen. Koniferen kommt dann im zweiten Teil, also Pflanzenbeschaffung, Abmoosen von Koniferen. Das kommt dann so nächste oder übernächste Woche, mal gucken, wie ich die Videos bringe. Das kann ich nicht genau sagen. Ich möchte aber erstmal sagen, dass alles, was ich sage, ohne Gewehr ist, aber mit Bonsai. Und ich so meine, sagen wir mal, Erfahrungen mit euch teilen möchte, die sich in der Vergangenheit gut bewährt hat. Und ich das vielleicht auch mal so ein bisschen anders darstelle als andere und das irgendwie auch zur Vollständigkeit meines Channels hier so gehört und bla bla bla. Ihr wisst ja schon. Ja, und deshalb möchte ich einfach so, ich habe so 5 Fragen aufgeschrieben. Also das erste ist, warum, wann, wo, welcher, wie und was. So, und diese Checkliste möchte ich mal einmal so grob ein bisschen abarbeiten. Also möchte ich erstmal die erste Frage stellen, warum machen wir jetzt überhaupt dieses Thema Abmoosen? Hat auch einer unter meinem Bonsai Basics Pflanzenbeschaffungsmaterial für Abmosung und Stecklinge, unter dem Video hat er die Frage gestellt, warum ihr das mal mit dem Abmoosen macht. Mit dem Abmoosen haben wir in allererster Linie den Vorteil, dass wir, während wir aus Stecklingen und aus Samen zum Beispiel Pflanzen gewinnen, dass wir uns viele Jahre sparen, also in der Art und Weise der Pflanzenbeschaffung. Und zwar zum Beispiel, ich habe einmal als Beispiel hier einmal den Acer palmatum, also japanischer Fächerahorn Orange Dream am Start. Der soll abgemoost werden, weil das ein Doppelstamm wird. Hier haben wir, oder hier mache ich das mit dem Abmoosen aus dem einen Grund der Abmosung. Also für mich gibt es diese 2 Gründe eigentlich nur, sage ich jetzt mal. Vielleicht fällt mir gleich noch einer ein, da gibt es auch 3, aber im Moment gibt es nur 2. Und zwar möchte ich hier zum einen das Nebari verbessern, weil der Wurzelansatz nur auf einer Seite dieser Pflanze ist und das im späteren Prozess für uns Bonsaianer ja nicht so der optimale Zustand eines Nebaris ist. Das kann manchmal ganz cool sein, aber bei einem Ahorn finde ich gerade so diesen breiten Fuß schon ganz cool. Also ist die Möglichkeit, den hier abzumoosen oder der Sinn dahinter, warum ich das mache, dass ich quasi später, da war schon mal dieses quasi, dass ich später auf jeden Fall dieses ringsherume Nebari erzeuge, also diesen Wurzelansatz, der sich im 360-Grad-Drehung quasi um die Pflanze entwickelt. Und das andere ist, dass ich den Baum zum einen auch kürzer mitmache, das macht man manchmal auch, also ich kann den Baum, manchmal hat man den ersten Ansatz zu hoch, damit verkürze ich quasi die untere Länge des Baums und habe gleichzeitig einen schönen Wurzelansatz an der Höhe. Und hier ist dann noch der Vorteil, dass ich hieraus letztendlich und nicht quasi einen Doppelstamm rausmache, weil ich genau auf der Höhe des zweiten Astansatzes hier oder des ersten Astansatzes, wo er in diesen Doppelstamm übergeht, die Abmosung versuchen möchte. Versuchen, also die Betonung nicht auf versuchen, ich habe schon viel abgemoost, ich habe aber nie an so 2 Aststellen irgendwie eine Abmosung durchführt und weiß nicht, ob es funktioniert, habe aber viel gesehen, das sollte eigentlich auch funktionieren. Wichtig ist halt nur, dass wir die Cambiumschicht komplett, also die Borke komplett trennen können, dass er keinen Saftfluss außen mehr im Phleum oder wie es heißt, von den Stoffen nach unten hat, sodass sich so eine Mineralstoffbrücke quasi bildet. Aber da zu den Details kommen wir nachher auch nochmal. Ja, und das andere wäre so eine Sache der Pflanzenbeschaffung, zum Beispiel hier bei der koreanischen Hainbuche, die ich hier habe. Und zwar habe ich die habe ich lange außer Augen gelassen, um es mal so freundlich zu sagen. Also ich will nicht vernachlässigt sagen. Und die haben sich Äste entwickelt, die gar nicht mehr an die Pflanze gehören. Jetzt sind Stecklinge aus der Pflanze bestimmt auch irgendwie möglich zu gewinnen. Und Rohware kann man davon auch kaufen. Den habe ich auch mal als Rohware gekauft. Allerdings sind die schon teurer als so andere Pflanzen, die man so kultivieren kann.
Ich glaube, da liegt man schon so bei so einem Zehner irgendwo, so bei 2-3-jährigen Pflanzen. Und hier habe ich einen Ast, den ich eigentlich hier in dem Baum nicht mehr brauche, aber da kann ich ja einen neuen Baum rausgestalten, weil abschneiden kann ja jeder. Und der soll nächstes Jahr sowieso in eine andere Schale und deshalb wollte ich ihn jetzt nicht abschneiden, weil irgendwie Styling-Maßnahmen in der Schale, wo er erstmal nicht bleibt, ist nicht so meine Art. Also will ich diesen Ast hier abmoosen, um eine neue Pflanze zu gewinnen und später nachher quasi 2 koreanische Heimbuchen zu haben. Ich weiß noch nicht, welchen Style die hier so machen wird. Allerdings habe ich zum Beispiel mit dem Stickling vor, den erstmal richtig wachsen zu lassen. Dass das so ein richtig dicker Baum, hätte ich jetzt schon fast gesagt, wird. Weil diese klassischen koreanischen Hainbuchen, die man so sieht, die zum Bonsai kultiviert wurden, immer so etwas dickere Prügel sind, mit sehr kompaktem Wachstum und durch die kleinen Blätter, also ähnlich wie beim Dreispitzahorn würde ich jetzt mal sagen, so vom Styling sehr anmutend aussehen. Und bis der anmutend wird, das könnte ich vielleicht auch mit dem machen, aber das fange ich einfach mit dem neuen an und hier gehen wir so den Weg weiter des, ich weiß nicht, was du mal wirst, Gestaltens. Und ja, mal gucken, was daraus wird. Ja, also 2 unterschiedliche Herangehensweisen. Hier möchte ich mir eine zweite Pflanze beschaffen und hier möchte ich das Nebari verbessern. Das sind so die Grundsätze. Dann stellt sich die nächste Frage, wann sollte man das am besten machen? Also prinzipiell für eine Abmosung ist es idealerweise jetzt eigentlich schon so zu spät. Also zu spät kann man gar nicht sagen, aber der idealere Zeitpunkt wäre das zeitige Frühjahr. Also im Prinzip so der Zeitpunkt, wo es auch optimal ist, um so Bonsais umzutopfen und Wurzelschnitt und Frühjahrsmaßnahmen zu betreiben, ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, gleichzeitig eine Abmosung zu beginnen. Also wenn die Knospen gerade so schwellen und eigentlich schon, wenn die Blätter so gerade so ein bisschen aufschnellen, weil der Baum dann in die Photosynthese geht und anfängt, sage ich jetzt mal, die Mineralstoffe umzusetzen durch die Assimilation, Dissimulation und so, sage ich jetzt mal, über einen längeren Zeitpunkt die Chance hat, diese Produkte, die er durch die Assimilation gewonnen hat, runterzuführen und dann Kallus zu bilden. Und desto länger er die Möglichkeit hat, Kallus zu bilden, desto mehr Kallus kann er bilden und desto mehr Kallus wir haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass an diesen Kallusansätzen auch Wurzeln entstehen oder wir Wurzeln generieren können, um ein, sagen wir mal, um ein unabhängiges Wurzelsystem für den Bereich, den wir abmosen wollen, zu generieren. Das ist ja so das Prinzip. Also am besten im zeitigen Frühjahr, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich mache das meistens so immer, wenn ich so anfange mit den Blattschnitten und wenn ich mal so Stecklinge mache, also so im Juni. Also Anfang Juni ist eigentlich eine gute Zeit. Kommt ein bisschen auf die Sorte an. Ahorn wurzelt recht schnell. Bei der koreanischen Hainbuche weiß ich es nicht, ist mein erster Versuch. Blauregen zum Beispiel wurzelt auch sehr schnell. Also grundsätzlich alle Ahorner, Blauregen habe ich schon versucht. Jetzt überlege ich gerade, wo ich es noch versucht habe, fällt mir gerade nicht ein. Ist auf jeden Fall die Wurzelbildung so im Bereich von 4 bis 8 Wochen. Also nach 8 Wochen hat man echt schon eine tolle Wurzelbildung, gerade bei Ahornern, eigentlich auch bei allen, außer der Diva. Und ihr kennt die Diva alle, mein Atropurpureum. Verlinke ich euch mal hier meine Versuche, da was in der Spitze abzumosen, Katastrophe. Ja, ich denke aber, dass das beim Orming-Stream nicht so sein wird, zumal ich auch schon so ein bisschen gegoogelt habe und es zeichnet sich ab, dass das so in etwa so leicht ist wie bei den anderen Ahornsorten, außer dem Atropurpureum. Ja, und dann hat man nach 8 Wochen circa quasi eine autarke Wurzel, die autark den Teil der Pflanze betreiben kann, den ich als neue Pflanze oder als restlichen Bonsai sehe und könnte sie dann von der Mutterpflanze abtrennen. Da muss man bloß gucken, ob die Menge an Wurzeln zu der Laubmasse passt. Sollte vielleicht die Laubmasse noch so ein bisschen einkürzen, was dann einem Herbstschnitt gleichkommt. Also dann habe ich Herbstschnittabtrennung von der Urwurzel in einem gefasst und das dann vielleicht relativ frostfrei über den Winter begleiten. Wobei ich auch sagen muss, ich habe schon erfolgreiche Abmosungen betrieben. Oder was heißt betrieben? Vergessen, nennen wir es mal so. Die einfach den ganzen Winter über irgendwo an den Baum gegangen haben, die auch voll immer schön gewässert wurden, also zumindest das habe ich dann gemacht, komplett durchgefroren waren und die habe ich nächstes Frühjahr zur Frühjahrspflege eines Bonsais quasi vom Baum getrennt, als Einzelpflanze vereinzelt und das sind erfolgreiche Bäume heute. Also auch einen frostigen Winter geht so eine Abmoosstelle mit durch. Ja, also ich werde versuchen, die, je nach Wurzelentwicklung, falls das in den Winter reingeht, frostfrei zu stellen. Aber ich sage jetzt mal, ich will keine Garantie geben, aber ich sage mal, keine Panik. Wenn sie im Winter draußen im Frost stehen, Hauptsache die Stelle ist nass, dann passiert da nichts und
das Wurzelwachstum geht ganz normal weiter. Ja, dann müsste man kurz noch sagen zu dem wann, also wenn ich jetzt abmoose, eigentlich in der Hauptwachstumsphase des Baums oder zum Beispiel im Frühjahr, dann sagen jetzt manche, oh, dann kann ich meinen Baum ja das ganze Jahr nicht düngen. Falsch. Also ich würde sagen falsch. Im Vergleich zu Stecklingen, wo wir ja eher sparsam mit dem Dünger umgehen oder erstmal gar keinen Dünger überhaupt irgendwie verwenden, ist es bei der Abmosung eher so, dass ich den Baum ganz normal weiter dünge. Also zum Teil manchmal auch, also je nachdem wie hier so die Abmos, ich habe ja hier diese Pöttchen und werde diesen Pott hier um den Stamm zum Beispiel einpflegen. Und wenn ich den Baum dann gieße und zum Beispiel Flüssigdünger, wie ich einmal die Woche auf alle Bäume auftrage, gieße, dann nehme ich da keine Rücksicht oder habe ich auch noch nie, ob ich hier oben so ein bisschen was drauf treffe und das dann hier reinläuft. Also das ist gar nicht ganz so schlimm, weil das sind ja normale Wurzeln, die diese Mineralsalze wieder, also diese Mineralien und Salze etc. aufnehmen und wieder zur Photosynthese quasi nach oben fördern zum Baum. Und der Baum kann durch seine Photosynthese, weil er ja voll im Laub ist und auch ein eigenes Wurzelwachstum ja schon generiert, und wenn nicht sein sekundäres quasi, also das alte Wurzelwerk hat, kriegt er immer den Schub an Mineralien, was ja sogar besser ist für den Baum. Das ist ja bei Stecklingen, die kriegen ja eigentlich keine Mineralstoffe. Allerdings würden dazu hohe Salze auch zur Austrocknung des Blattes führen etc. Und ja, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass diese Minerale, Salze durch die Photosynthese umgesetzt werden, dann außen im Bast, also in der Cambiumschicht, runtertransportiert wird bis zu unserem Schnitt und dann an der Cambiumschicht quasi, das ist ja auch so eine hormonelle Masse, eine Kallusschicht anregen. Ja, und das funktioniert eigentlich immer super, also dünge ich die ganz normal weiter und es hat noch nie einen Nachteil abgezeichnet, ganz im Gegenteil. Also es gab gerade die Bäume, die ich nicht dünge, das sind ja Abmosungen, die absolut zur Pflanzengewinnung dienen, sage ich jetzt mal. Wenn ich draußen irgendwo im Freiland was abmose, also große Bäume, wo ich irgendwo Teile von mir hole, das sind ja Bäume, die werden keineswegs gedüngt. Also die kriegen ihren ganz normalen Nährstoff durch den Mutterboden, in denen sie hunderte von Meter verstrickt sind, aber die ja nicht gezielt gedüngt werden. Und da dauern Abmosungen generell immer länger bei der gleichen Pflege der Abmoosstelle, also sprich Feuchthalten etc., wie bei Bäumen, die hier ganz normal im Topf stehen, die ich ganz normal dünge. Also das ist so vielleicht noch so eine kleine Quintessenz, die ich so noch dazugeben möchte. Ja, dann ist die nächste Frage, wo, also und welcher Baum nutzt sich dazu abzumosen. Generell kann man da auch sagen, im Prinzip eigentlich schon mal jeder Laubbaum und im Prinzip fast auch jede Konifere. Also rein theoretisch muss das ja mit dem Abmosen immer gehen, ohne da jetzt zu chemisch zu werden. Allerdings muss man da ein bisschen auf das Erfahrungsportfolio von schon erfahrenen Leuten greifen. Also deshalb rege ich auch nochmal wieder an, meldet euch im Bonsai-Fachforum an oder guckt mal so rein, weil in diese Hauptartikel zum Beispiel, wo viel zum Abmosen und auch Stecklingsgewinnung steht, kann man auch so ohne Nutzerprofil einfach reingucken und sich mal schön einlesen. Da sind Leute, die ihre Erfahrung teilen und da findet man wirklich fast Informationen zu jeder Pflanzengattung, die schon abgemoost wurde. Also wie gesagt, bei Kiefern geht es ja, Wacholder, Muschelzypresse etc., also jetzt auch bei den Koniferen und Laubbäumen wüsste ich jetzt, mir fällt gerade keiner ein, wo das irgendwie ausgeschlossen ist. Vielleicht ist einer von euch da draußen, der da ein etwas höheres Erfahrungsportfolio hat, dann bitte in die Kommentare als Mehrwert für alle anderen, die das Video sehen. Ich denke, da nähren wir alle von. Ja, aber so viel kann ich zumindest dazu sagen, dass sich eigentlich jeder Baum eignet. Ja, dann ist die nächste Frage, wie machen wir es? Ich denke, das ist breit und weit bekannt. Also im Prinzip gibt es ja so 2, 3 Möglichkeiten. Es gibt so, sagen wir mal, die Grundmöglichkeit. Das ist ja auch so, wie es so im Gärtnerbetrieb, sage ich jetzt mal, gang und gäbe ist, sogenannte, wie heißt das, Erdstecklinge oder Erdableger zu machen, wo man zum Beispiel gerade so einen Baum, das ist ein schönes Beispiel dafür, ich hoffe, der ist auch im Bild, ich werde den mal einmal kurz ins Bild holen. Wir haben einen sehr langen Seitentrieb, der auf Bodenhöhe der Schale ist, wenn das jetzt ein Strauch ist, der im Freiland wächst, dann gibt es viele Gärtner zum Beispiel, die diese Stelle einfach, die graben hier ein kleines Loch, an den Teil des Astes legen sie in der Erde, machen so einen kleinen Steinfeld zur Beschwerung drauf und machen schön dann einfach nur Erde drüber und halten die Stelle nass. Irgendwann wurzelt das an. Das funktioniert fast bei jedem Baum, dauert nur ewig, da die
Hauptprodukte der Assimilation quasi zu den Wurzeln zurückgetragen werden und dadurch, dass wir keine Beschädigung, sagen wir es jetzt mal, haben in der Rinde, diese Stoffe an die Rindenkante dringen können, um dort Kallus zu bilden. Also das geschieht ja meistens eher in dem Bereich der alten Blattachseln oder der alten Internodien sozusagen, dass da ein Hormonaustritt ist und dass es da zu einer erhöhten Kallusbildung führt. Was halt ein bisschen mühsam ist, aber ich sage jetzt mal, wenn Vater das zum Beispiel im Garten macht mit seinen geliebten Sträuchern, dann hat er auch 2 Jahre Zeit. Ja, wir machen das mit 2 anderen Methoden, um nochmal die andere dabei zu packen. Dann gibt es ja noch die Drahtschlingenmethode, üblicherweise öfters bei Koniferen angewandt, bietet sich hier aber auch an, die dauert auch ein bisschen länger. Ich nehme und zwar nämlich einen Draht, umbinde den Stamm und die Enden tüdelig zusammen und schlingen ihn etwas enger schon, aber so, dass er auch nicht extrem einschneidet, also dass ich den komplett abquetsche, den Ast. Mache dann meine ganz normale Abmurstelle sozusagen, dass ich einen Behälter drum mache, den ich mal schön feucht halte. Und mit der Zeit verdickt sich der Stamm, der Baum wächst immer mehr in diesen Draht ein und an diesen Andickungen quasi von dem Ast zu dem Draht, wo er abgeknickt wird, entsteht ja eine Verletzung der Rinde sozusagen wieder. Und da bildet sich dann mit der Zeit auch Kallus und dann bilden sich wieder Wurzeln. Was eine etwas, sagen wir mal, glimpflichere Art ist, für den Baum auch abzumoosen, dauert allerdings auch meiner Erfahrung nach immer etwas länger. So habe ich es am Anfang versucht und ich sehe da keinen Vorteil zu der klassischen, meistverbreitetsten Variante, die ich so kenne zumindest. Und das ist, indem wir einen sogenannten Rindenschnitt durchführen. Und zwar werden wir kreisförmig um die Rinde herum einen Einschnitt machen und nochmal in einem gewissen Abstand dazu machen wir nochmal einen kreisförmigen Einschnitt, dass wir komplett in den Bast, also in die Rinde, bis aufs Splintholz einschneiden. Und in der Stelle zwischen diesen beiden Einschnitten entfernen wir die Rinde, den Kallus und das Cambium, die Rinde, also sprich den Bast und das Cambium komplett bis aufs Splintholz, lassen das leicht austrocknen und an der oberen Stelle zum Endostrieb sozusagen, aber das sehen wir gleich natürlich nochmal näher am Baum, ist dann unsere Hoffnung, dass er dort Wurzeln bildet. Also entweder da ein bisschen tiefer, je nachdem wie das Kallus da so rauswächst, manchmal verknorkt das auch ein bisschen hoch. Da muss man ein bisschen gucken, also wenn ich jetzt hier an so einer Stelle diesen Doppelstamm bilden will, kann ich nicht genau sagen, ob die neue Wurzel 5 mm weiter oben ist oder 5 mm weiter unten, was bei der Breite ja vielleicht schon relevant sein könnte. Das hängt immer so ein bisschen von der Art und Weise ab, wie der Baum Kallus bildet. Also zum Beispiel Buchen sind relativ schwer zu bilden, weil die ohne Ende Kallus bilden, aber sehr, ja, sagen wir mal, mühselig Wurzeln bilden. Und da hatte ich das Phänomen, obwohl ich eine sehr breite Schicht, einen sehr breiten Streifen extra, weil ich das vorher auch gelesen hatte, gemacht hatte, wo ich die Rinde abgeschnitten habe, bestimmt 2 cm an einer Buche, die einen Astumfang oder einen Durchmesser von 40-50 mm hatte, habe ich die Rinde komplett entfernt, habe eine Abmoosung angefangen. Und dann so nach einem halben Jahr ist irgendwie nichts passiert, weil meistens gerade bei diesen durchsichtigen Behältern sieht man an außen schon diese Wurzelspitzen. Habe ich gedacht, komm, dann guckst du mal rein. Alles freigelegt, geguckt und da hat er so richtig knochiges Kallus gebildet und es hat sich so überwuchernd gebildet, dass es wieder unten an die Wurzel angeschlossen hat, so dass das Laub, also die Krone des Baums, wieder die Wurzel versorgt hat. Dass da so eine Kallusbrücke entstanden ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste und das Wichtigste, was zu vermeiden gilt, und wo das höchste Augenmerk drauf liegt, dass wir diesen Schnitt wirklich ringsherum machen, jede Stelle des Cambiums nachher entfernen und dem Baum ja keine Chance lassen, die Nährstoffe, die er durch die Assimilation produziert, irgendwie wieder zu den Wurzeln zu leiten. Auch dann können sich irgendwann Wurzeln bilden, allerdings ist das so wie bei der normalen Erdstecklingsvariante, ein etwas längerer Prozess und im schlimmsten Fall bilden sich eventuell keine Wurzeln. Ja, das ist so das Wie, würde ich jetzt mal erstmal sagen. Dann hier bei dem Döschen sind wir direkt beim Was. Also was brauche ich dafür? Mit dem Was habe ich ja eigentlich diese Serie begonnen. Also mein Material zur Pflanzenbeschaffung, Stecklinge und Abmoosung. Das Video blende ich euch hier oben nochmal ein. Und da hatte ich gesagt, dass es ganz wichtig ist, ein pinkes Küchenmesser zu besitzen. Also ohne pinkes Küchenmesser keine Chance. Nein, Spaß.
Es geht auch mit dem Schwarzen, es geht auch mit dem Roten. Ich mache das gerne mit solchen Teppichmessern, das hatte ich ja schon erwähnt. Dann habe ich diese praktischen Behälterchen, die ich hier quasi recycle, würde ich es jetzt mal nennen, in verschiedenen Ausführungen, obwohl das Maß schon echt cool ist. Weil ich hatte mir gerade wieder hier dieses Tomatentöpfchen rausgesucht, dachte mir, das hier zu machen. Das wäre allerdings so hoch, dass der zweite Ast hier auch mit nach einem Spangenbogen hängt. Will ich nicht, also kriege ich dann doch das kleinere. Man kann hier auch offene Jungpflanzengefäße, ich gucke gerade, ob ich irgendwo noch eins rumstehen habe, zum Beispiel verwenden und das mehr oder weniger nach oben offen lassen oder vielleicht mit einer Frischhaltefolie abdecken. Da gibt es sämtliche Variationen. Das Wichtigste ist bloß, dass die Abmurstelle nachher feucht gehalten werden kann. Und wenn ich das mit solchen geschlossenen Behältern und einem Deckelchen versehe, sage ich jetzt mal, ist der zeitliche Aufwand, das zu betrachten, nicht ganz so hoch wie, also gerade auch bei die Pflanzen, die habe ich ja hier stationär, sage ich jetzt mal, vor Ort und habe die in meiner Hand. Aber wenn ich so ambulante Abmosungen irgendwo im Wald vielleicht oder beim Bekannten irgendwo im Strauch mache, wo ich nur einmal die Woche hinkomme, da sind geschlossene Behälter das Nonplusultra. Ja, und was ich da noch so verbrauche, Clonex kann ich nur empfehlen, also das Zeug ist echt mega. Ein Pinselchen habe ich dann immer noch dabei und dann habe ich natürlich dieses klassische Spanngum oder Swafgum. Grüße gehen raus und danke, mir fällt der Benutzername gerade nicht ein, aber es ist auch durch einen Kommentar entstanden, man hat mich darauf hingewiesen, dass dieses Moos nicht Spanngum-Moos heißt, sondern dass das pH wie in F gesprochen wird und das deshalb Swafgum-Moos heißt. Und ob wir Spanngum oder Swafgum-Moos nehmen, ist egal, Hauptsache es sieht so aus, ist dieses Moos, wir halten es feucht und dann funktioniert das. Aber danke fürs Kommentar. Und genau solche Sachen sind wertvoll, die erweitern meinen Wissensschatz immer weiter und ich denke an alle anderen, die das gelesen haben, auch. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ja so dieser Sinn dieser Videos, würde ich jetzt mal sagen. Also das sind so diese typischen Materialien, aber nochmal eine detailliertere Liste ist natürlich zu finden in dem einen Video, was ich euch verlinkt habe. Ja, und dann nehme ich noch mein Weidenwasser nachher, um die Abmoosstellen anzugießen und auch im späteren mit Weidenwasser permanent zu gießen. Ja, noch so ein ganz kurzes fällt mir irgendwie gerade ein, worauf muss ich achten. Das Schöne ist, gerade bei diesen stationären Bäumen, die uns die Möglichkeit geben, sie zu stellen, ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt den Behälter da drum mache und der Baum steht immer so, dann ist das Problem, dass auch wenn ein Deckel drauf ist, die vordere Seite immer schneller austrocknen wird als die hintere Seite. Und da, wo es eher austrocknet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Wurzeln generieren, geringer als auf der Seite, wo es feucht ist. Jetzt kann man natürlich immer fleißig gießen, aber man wird über den Tag ein Ungleichgewicht des Wasserverhältnisses auch in dem Swafgum-Moos nicht verhindern können zwischen vorne und hinten. Deshalb würde ich mal so als kleinen Tipp sagen, gerade bei solchen Schalenbäumen, die wir stationär irgendwo haben, bietet es sich natürlich an, einfach jeden Tag den Baum einmal drehen. Also würde ich die Schale nehmen, einmal drehen, 180 Grad, dass immer die andere Seite diesen Wärme-Lichtvorteil hat und diesen Nass- und Trockenvorteil, weil beides hat so seinen Vor- und Nachteil. Da, wo es schneller austrocknet, ist die höhere Wärme. Jetzt gibt es Leute, die machen da Alufolie drum und wollen diese Behälter reflektiert halten, damit nicht so viel Wärme drauf kommt. Allerdings ist es ja eigentlich wie bei Stecklingen. Stecklinge wollen immer so diese 20 bis 24 Grad, das scheint ideal für die zu sein. Die möchten wir ja eigentlich auch hier haben für unsere Wurzelgewinnung. Deshalb halte ich nichts davon, irgendwie reflektierende Folie ranzubringen, ganz im Gegenteil, eher absorbierende Sachen. Also ich würde jetzt fast sagen, so eine matte Schale wie für Koniferen zum Beispiel ist ganz gut, weil die Licht absorbiert und somit eine höhere Wärmeaufnahme hat. Und das finde ich auch hier. Allerdings höhere Wärmeaufnahme heißt schnellere Verdunstung und schnellere Vertrocknung in dem Bereich. Und wenn wir das so Tag für Tag immer drehen und wechseln, haben wir nachher echt diesen geilen 360 Grad Überricht. Wenn ich jetzt so einen Baum wie den hier werde ich natürlich den Behälter nachher so, also ich werde das horizontal durch den Behälter führen und nicht wie bei denen hier vertikal durch den Behälter führen. Ist natürlich das Problem, auch wenn ich den Behälter auf den Kopf drehe, ist nicht so geil. Klar, ich kann vorne und hinten, dass hier vielleicht trockener ist als da, variieren, aber ich kann nicht variieren oben, dass es oben generell trockener sein wird als unten. Also ich kann ja nicht also wenn ich einen Behälter drehe, haben wir das Verhältnis ja nicht verändert. Und ich kann ja nicht den ganzen Baum auf den Kopf, also ihr wisst, was ich meine. Das ist dann ein bisschen tricky.
weiß ich nicht. Ich habe diese Seitenabmosung auch noch nie gemacht, weil ich, ganz ehrlich zugegeben, manchmal denkt man ja immer in seinem Mikrokosmos. Früher habe ich immer gedacht, das ist ja irgendwie scheiße, den Topf hier so schräg dran zu befestigen. Entschuldigung für das eine Wort gerade, das ist irgendwie blöd. Und einer unserer Zuschauer hier, oder meine Abonnenten, der Auswandererkanal, der nach Bulgarien, ich hoffe, dass es richtig, nach Bulgarien ausgewandert ist, der hat auf seinem Channel auch was zu seinem Start zu Bonsais gebracht, hatte ich gesehen. Und der hatte da so eine geile Konstruktion aus so gebrauchten PET-Flaschen gemacht, auch sehr geil, lohnenswert, schaltet mal bei ihm ein, echt, das hat mich erstmal auf die Idee gebracht, einfach die Schale hier an der Seite längs anzuschneiden und da auch und den Ast hier horizontal durchzuführen. Das sind so die einfachen Sachen, man denkt so komplex und trotzdem fallen einem die einfachsten Sachen nicht ein. Ja, also wie gesagt, meine Ideen sind auch nicht das Weisheit ist der Schluss. Das ist nur die Art und Weise, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich jetzt an euch weitertragen möchte. Also, wenn einer noch andere Ideen hat, schreibt es unten rein oder verweist mit Links auf Seiten, wo es gut dargestellt ist und sowas. Auch das bietet einen schönen Mehrwert für uns. Ja, ich würde sagen, Bonsai Basics Videos sind zwar auch so ein bisschen Laber-Videos, aber wir wollen auch ein bisschen was machen. Ich baue das Set ein bisschen um. Ich hole euch näher ran. Ich denke, wir fangen mit der Nebari-Verbesserung an dem Baum an, mit dem Ringsumschnitt. Und dafür denke ich mal, versuche ich die Kamera echt schon sehr, sehr nah ranzuholen. Also baue ich kurz um und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ja, herzlich willkommen erstmal wieder zurück. Und gerade wieder ein bisschen viel gelabert. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Das wird ein langes Video, aber egal. Ich versuche Mehrwert zu produzieren. So, ich werde jetzt versuchen, hier diesen Rindenschnitt durchzuführen. Das mache ich jetzt erstmal. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht im Zeitraffer laufen lassen, aber ein bisschen Musik unterlegt, weil ich da nicht viel überreden werde, sondern mich eher konzentrieren werde. Ich muss mich hier auch irgendwie so hinbücken. Ich habe schon extra noch das Objektiv aufgeschnallt, damit ihr schönere Bilder habt. Aber so ein bisschen muss ich ja hier auch was sehen. Also werde ich jetzt mal kurz diesen sogenannten Rindenschnitt durchführen und dann gleich nochmal kurz was dazu sagen. So, das war es dann auch soweit schon. Also war nicht sehr schnell gemacht für eine Abmosung, würde ich jetzt mal sagen, auch im Vergleich zu Stecklingen, wenn man die Vorbereitung mal so sieht. Ich lasse die Schnittstelle jetzt erstmal noch so ein bisschen antrocknen, ja, weil der blutet so ein bisschen aus. Dann gehe ich noch mit dem Cutter drüber und kratze wirklich diese, hier ist teilweise noch so eine Silberhaut drauf. Das sieht man besser auch, wenn diese Stelle jetzt ein bisschen ausgetrocknet ist. Dann kratze ich die noch ab und kratze dann mal ordentlich mit dem sauberen Cutter einmal drüber, dass wirklich keine Brücke zwischen stehen geblieben ist. Dann kommt das nächste, die Stelle von oben bis unten wähle ich immer so ungefähr in der Dicke, wie die Stammdicke ist. Und um sicher zu gehen, ruhig ein bisschen mehr. Ist ja nicht schlimm, wenn das weiter hier unten ist, also mehr macht da überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass hier halt noch eine Nährstoffbrücke passiert und dann drückt da hier die ganzen Nährstoffe durch und dann funktioniert unsere Abmosung nicht. Deshalb ruhig ein bisschen dicker machen. Wenn man den unteren Teil sowieso nicht behalten will, dann hat man meistens, ich hätte jetzt auch hier unten wählen können, manchmal gibt der Bauraum oder die Stelle, wo man abmosen will, halt diese Höhe manchmal auch ein bisschen vor. Dann manchmal muss man sehr klein arbeiten, da muss man sehr, sehr gründlich arbeiten, aber gerade bei so großen Stellen, sage ich jetzt mal, sind die Erfolgschancen doch schon sehr hoch. So, ich räume das jetzt ein bisschen auf und dann hole ich die koreanische Reimbuche hier ran, bereite den Schnitt vor. Bis dahin ist das hier weit genug abgetrocknet. Dann schabe ich nochmal drüber. Dann kommt hier oben an die Kante ein bisschen Klonex. Das kann dann ein bisschen antrocknen. Und dann bereite ich auch schon die Schale vor, die ich da einmal drum stelle.
Und ja, ich würde sagen, ich mixe euch das mal eben so ein bisschen zusammen, dass ihr bloß so ein paar tonunterlegte Bilder noch habt. Und wir sehen uns dann später im Outro und dann werde ich nochmal was dazu sagen. Jetzt sind wir beim Outro. Ich murmel mich mal so ins Bild. Ich habe keine Lust, noch das andere Objektiv wieder drauf zu machen. Die Kamera steht schon am anderen Ende des Raums. Das seht ihr jetzt nicht, aber das Nifty 50 mm von Canon ist ja egal. Ist schon lang genug das Video. Ist mir egal, ich bringe das so. Weil ich finde, ich habe trotzdem noch was vergessen. Während ich so am Arbeiten war, fiel mir ein, ach, erwähnen das noch und erwähnen das noch. Eine kurze Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist, und zwar, ich hatte ja einmal über diese Methode mit dem Draht gesprochen, dass wir das einquetschen können, etc. Dann einmal hier mit dem nimm es Ringspalt, mit der Rinde wegschneiden, was ich bei beiden gemacht habe, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann haben wir ja noch zum Beispiel unser Clump-Style-Tree, also dieses Mehrfachstammprojekt, was ich ja letztens eingeläutet hatte mit meinem ersten Video. Und zwar hatte ich erst das Video gezeigt, jetzt zeige ich, wie man abmachen muss, weil das ist ja so der nächste logische Schritt, weil ich ja von dieser Mutterpflanze Sachen abmosen möchte. Und da habe ich einjährige Triebe teilweise oder zweijährige Triebe, die ich abmosen möchte, die hauchdünn sind. Da kann ich natürlich keinen Ringspalt und die Rinde abschneiden. Ein Draht wäre da vielleicht auch blöd. Dann gibt es aber einen guten Trick noch. Da werde ich es auch mit so Atmos-Dosen entweder machen, je nachdem, ob ich die oben irgendwie befestigen kann, vielleicht mit so einem Drahtgestell, dass die autark stehen und der Ast dann durchgeführt wird. Aber da werde ich die Rinde zum Beispiel, das ist so ein Trick, mit Schmirgelpapier etwas anrauen. Also nimmt da einfach so ein kleines Stück Schmirgelpapier, ruhig so einen kleinen Streifen, so hoch wie der Spalt sein soll, und dann mit Schmirgelpapier um den Stamm rum, dass der außen so verletzt ist. Das reicht völlig aus bei 1- bis 2-jährigen Trieben. Hauptsache außen die Rinde ist so ein bisschen verletzt. Dann wieder Clonex drauf oder Wurzelpulver oder wie auch immer. Mit Weidewasser angießen, 4 Wochen und ihr habt Spaß daran. Aber wie ich das genau machen werde, das werdet ihr nochmal, oder habt ihr vielleicht schon, das weiß ich gerade nicht. Nee, das werdet ihr noch, weil ich muss ja erst das Atmos-Video bringen, damit ich dann auch mit dem Atmos-Projekt für den Clump-Style starten kann. Da werdet ihr dann sehen, wie ich das mit Schmirgelpapier zum Beispiel mache. Da gehe ich dann aber hier auf Details nicht mal ein. So, ich denke, nächste Woche oder übernächste Woche seht ihr das dann zu Koniferen. Auch nochmal an 2 Beispielen. Da gibt es 1, 2 andere Sachen, die noch zu beachten sind. Im Prinzip, das meiste gilt genauso wie hier. Deshalb wird das Koniferen-Video definitiv kürzer und ich werde im Koniferen-Video auch hauptsächlich von den Basics her auf dieses Video verweisen. Auch wenn es lange war und mühsam war. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt, so lange dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat und das was gebracht hat und euch so eine Art von Videos gefällt, dann lasst dem Video bitte einen Daumen nach oben da, dann sehe ich auch, dass das bei euch ankommt. Wenn ihr Lust habt, weitere Videos zu sehen, dann abonniert den Channel. Wenn ihr darüber auch benachrichtigt werden wollt, dass ich neue Videos gebracht habe, wenn ihr schon Abonnenten seid, dann macht die Bimmelbammel noch an.
Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten schaltet einfach nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt My Trees in the Pot. Danke fürs Einschalten. Auf Wiedersehen. Ciao.